continues to build as city centers across the globe prepare for the 20th anniversary of Unification Day. Thousands line up at the site of the Great Accord, celebrating the formation of the Advent Coalition. Keeping with their promise to humanity, 12 new gene therapy clinics will be opening in select cities by the end of the new year. Despite the attempted attack by fringe elements, operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the speaker reaches out to us. A small number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate a benevolent savior who time and again offers only friendship and compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the Elders. Peacekeeping forces have already made several preemptive arrests of known collaborators. Advent again assures all citizens that today's celebrations will continue as planned. Perfect. The Advent administration reminds you to report all suspicious activity to your nearest peacekeeper. Only together can we build a better tomorrow. Approaching position. You were right. They've definitely got their hands full today. Stay focused. Prep Gatecrasher. 60 seconds. Now. Signal received. Loud and clear. Okay, Gatecrasher. Your turn. Willkommen, Taktikfreunde, zu XCOM 2. Das Spiel, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Ja, also... Ich lasse die Leute erstmal ausreden. Ich bin ja höflich, nicht wie die dazwischen quatschen. Genau, XCOM 2. First things first. You need to get out of sight. Grab some cover near that low wall. Copy that. Moving up. Wir sehen hier das Tutorial. Das wird nicht sonderlich spannend, weil uns jede einzelne Aktion vorgegeben ist. Aber für die Story ist es wichtig. Also, ich werde das Spiel auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen. Es haben zwar Leute gemeint, dass es ja verdammt schwer sei im Vergleich zu Enemy Within, bla bla bla. Aber das soll uns ja nicht abhalten. Long War ist meines Erachtens nach ein ganzes Stück schwieriger. Und deswegen also höchste Schwierigkeitsstufe. Doof ist nur, das Tutorial ist da. Das Tutorial ist da ausgeschaltet. Und deswegen... We'll only get one shot at this. In the shadows. Machen wir es hier. Okay, also neue Spielmechanik, Concealment. Die Gegner sehen uns nicht, selbst wenn wir uns hier irgendwo out in die Open stellen würden. Solange wir nicht deren roten Sichtradius betreten, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Don't get too close. Also, genau, sobald wir in diesen Radius gehen, werden wir entdeckt, wenn wir uns schon drin befinden, also wenn die Leute patrouillieren.
dann können wir uns nicht mehr rausbewegen. Wenn wir flankiert werden oder out in die Open stehen, dann werden wir dann sofort gesehen und die Gegner werden aktiviert. Ich glaube nicht, Avenger. Diese Explosion, die wir da gesehen haben, das werden wir gewesen sein. Das ist die zweite Mission, sozusagen, also die erste, wo man wirklich selber was machen kann. Die ihr dann sozusagen als nächste Folge sehen werdet. Und dann schon auf dem richtigen Schwierigkeitsgrad. Und das hier ist, wie gesagt, nur das Tutorial. So, wir möchten kämpfen. Wir schauen mal durch. Rookie-Wahrscheinlichkeiten zu treffen, also nehmen wir einfach den höchsten. Aber das ist hier sowieso meines Erachtens nach alles gescriptet, also ich glaube, es sterben immer die Leute, die sterben sollen, etc. So, jetzt haben wir durch diesen Schuss unser Concealment aufgegeben, das heißt, die Gegner aktivieren sich jetzt, bewegen sich in Positionen. Und normalerweise kann man sich dann noch nicht mehr in Concealment begeben. Es gibt eine Klasse, die das kann. Wir werden das später sehen. Ich würde ja gern, aber es wird zu viel gequatscht. Ja, also das ist eine Position, die ich natürlich normalerweise nicht wählen würde, wegen Flanken. Aber wie gesagt, wir müssen ja alles machen, was das Tutorial vorgibt. 63. Schieß mal wenigstens auf den uns potenziell Flankierenden. Der hat Loot fallen gelassen, sehr schön. Aber ich glaube, das dürfen wir im Tutorial nicht aufnehmen. Man schön gesehen, wie Deckung zerstört werden kann. Das war so eine Blumenkugel. Aber es ist wie in Enemy Unknown, nicht alle Deckung kann zerstört werden. Oh, Flankenschuss. Tschüss, Anna Ramirez. Wenn ihr Enemy Unknown bzw. Within gespielt habt, dann wird euch das vertraut vorkommen, da ist im Tutorial auch 3/4 der Soldaten gestorben, also alle bis auf einen. Auch keine gute Position, aber wir nehmen sie trotzdem, weil wir müssen. Wie gesagt, das hier ist alles, also ich zeige das nur wegen der Story dahinter, was schon mal ganz cool ist, dass ein Tutorial überhaupt an die Story anbindet in einem Taktikspiel. Wenn ihr also nur am Gameplay interessiert seid, könnt ihr auch getrost auf die nächste Folge warten. Guess who's back? Gute alte Bradford und diesmal wirklich alt. Das ganze Spiel spielt ja 20 Jahre nach Enemy Unknown, also 2035. Das ist ganz Central, reporting in. You're late. What have you been doing down there? Taking in the sights. Hallo. What the hell are these things? They're us. At least there used to be. Human hybrid soldiers. Advent's reward for obedience and service. We've all heard rumors. I just never believed it was true. No one wanted to. But we find what we're looking for today. I promise you that's gonna change. Let's move. Looks like that transmission went through. You have an Advent transport closing on your position. Ja, das sind diese Flares. Kommen halt immer die Gegner mit Airdrops rein. Ich glaube, mich immer noch nicht bewegen. I'm on it. Keep your eyes peeled. Fire on anything that moves. The main entrance is clear. We need to move on the package. Ich frage mich, ob ich jetzt mit Bradford wenigstens hier das Zeug einsammeln kann, bevor ich da reinstürme. Ja, schade. Also diese Klamotten, die fallen lassen, das sind keine Klamotten, sondern die Bonusgegenstände, die Gegner manchmal fallen lassen, muss man halt innerhalb eines gewissen Zeitlimits aufsammeln. Das heißt, das hier müsste diese Runde aufgesammelt werden.
You should check that body for salvageable gear. We need anything we can get at this jetzt darf point. ich. Okay. Better move fast, though. I've heard rumors Advent rigs their stuff to self-destruct. Ein Scope. Yay. Na gut, so. Gut, so ein bisschen da. Die Kamera sehr rum. Ich hoffe mal, das läuft auf der Aufnahme flüssig. XCOM 2 ist ganz schön hardwarehungrig, ganz schön schlecht optimiert. Ich hoffe mal, das wird sich die nächsten Tage, Wochen noch ändern. Werden wir sehen. Aber man läuft's soweit ganz gut flüssig. Ich habe die Einstellung nicht so hoch gestellt, weil vor allen Dingen sowas wie Anti-Aliasing tierisch an der Performance ziehen soll. Also ich habe jetzt wirklich Einstellungen genommen, die es mir hoffentlich erlauben, das halbwegs flüssig aufzunehmen. Nicht die schönsten unbedingt. So. Jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ja, Usai opfert sich. Das ist eine bessere Deckung. Ich will da ein. Bei Enemy Unknown war es ja so, man hat am 1. März 49, 48, man hat am 1. März 2015 gestartet und aber seit 2015 wurde das auf 2016 angehoben. Das heißt, eigentlich ist es für unsere Belange nur 19 Jahre nach XCOM Enemy Unknown, weil ich habe ja die Long War-Kampagne erst 2015 Das Hacken wird erklärt. Yay. Also sobald wir an einem hackbaren Objekt sind, können wir dieses Menü aufrufen. Haben Concealment. Ja. Aber ich glaube, das ist auch gescriptet, dass es nicht reicht. Also wir haben dann, das funktioniert so, wir haben hier was immer funktioniert, das ist sozusagen die Hauptfunktion, wie Türen zu öffnen, was weiß ich, Türme auszuschalten oder sowas. Und dann haben wir noch optionale Auswahlmöglichkeiten, die nur zu einem gewissen Prozentsatz funktionieren, die halt schlechte Folgen haben können, wenn wir es nicht schaffen und gute haben, wenn wir es schaffen sollten. Und es gibt dann natürlich auch Charaktere, die sich ein bisschen darauf spezialisieren, zu hacken. So, Cutscene. Moving to secure the package. Let's hope our intel was good. This is the place. Are you sure? Yes. Für Bradford ist Weihnachten. Looks like there's an access panel attached. If you got me a better look, I might be able No thanks. Let's get out of here. So, jetzt lernen wir noch, dass wir Soldaten tragen können. Das gilt dann also auch für unsere Verwundeten und Getöteten, hat durchaus auch spielerisch Sinn, weil wir dann deren Ausrüstung mit nach Hause bringen wieder. Understood. We're on the move. Nein, nicht auf Osei. No! Central! Crasher 1 is down. You have to get out of there. Raten mal, wer noch down ist. Oder war das ein Sprint? We need another exit. Now! Das war ein Sprint. Ich dachte, es sterben mal wieder alle, bis auf einer, der ja dann Bradford wäre. Halbe Deckung, immer gut. Natürlich werfe ich da gerne eine Granate. Ich darf. Ja, ich habe doch schon das Granaten mir ausgewählt. Granate, da. Danke. Also man kann Wände wie gehabt mit Granaten zerstören. Man kann sogar
Decken, also Böden zerstören für Leute, die drüber sind, die dann runterfallen und noch mehr Schaden bekommen. Leider ist das nicht allzu schön animiert, aber was soll's. Wieso soll ich ihn genau dahin bringen? Kommt doch weiter weg. Almost there. Stay focused. Und es gibt so einige andere neue coole Features. Habe ich ja schon im Ankündigungsvideo über ein paar geredet. Tschüss, wie auch immer sie hieß. Kelly? Nicht getroffen. Vielleicht retten wir sie ja sogar. Aber die Kampagne auf Legendary, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, die wir dann anfangen werden. Oh, nicht auf Bradford! Du Sau! Die hat sowieso nicht, wie gesagt, nicht diese Tutorial-Mission, das heißt, wir dürfen auch die Charaktere daraus nicht bekommen. We need an immediate evac. Get us out of here. Also jetzt mit Tasten. Ich kann aber auch da oben. Ja, ist auch neu. Man kann in den Missionen immer mal dynamisch seinen Evakuierungspunkt legen. Ist nicht wie in XCOM, wo man sozusagen zum Anfang des Levels zurück muss. Laufen so. Da dorthin. Komm schon. We're coming home. Evac. Also eigentlich muss man alle Charaktere in diese Zone holen, die wieder raus sollen. Aber dann nimmt das Tutorial nicht so genau. Ja, das war auch etwas, das wir später nochmal sehen werden. Logischerweise. Carefully! There's potentially decades of atrophy to contend with. Wish we had more time. I don't disagree. But as it stands now, we risk losing the patient if we don't begin the removal procedure immediately. We are ready. Good. Then let's get on with it. Remarkable. Just like 20 years ago. We were still calling it a war back then. We had no idea what was coming. Sogar Original-Footage aus From the cerebral cortex. Good. Prepping for cranial intrusion. I've managed to identify the connection, preparing to make final incision. These readings are getting really erratic. Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe... No plan B here, people. Do it. Das ist Auto oder Dynamik? Pupillary response normal. Vitals stabilizing. Procedure complete. Told them it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander. Was? Ich? Ja, also ich wusste schon, ich habe ja schon einiges an Footage gesehen. Also, wir wurden nach 20 Jahren Stasis Glad to see you're finally coming out of it. Don't envy the headache you must have, though. Still, can't fault Dr. Tigan. Especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway into your skull. Von
vorne rausgeholt? Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Almost gave up hope you were still out there. Acted on the intel as soon as I got word. Not sure what you remember, but a lot's changed. Did the best I could, but the last 20 years have been tough without you. You feel like catching up. Shen has the archive up and running on your terminal. Otherwise, I'd go see Dr. Teigen when you're ready. There's some things you should know. He'll be better at explaining them than me. It's damn good to have you back, Commander. Warum lässt er diese lange Pause? Ja, das ist sozusagen der Abschluss des Tutorials. Alles, was jetzt kommt, können wir dann auch in der auf Legendary spielen. Das heißt, Commander, to the research labs. Ja. Das heißt, ich würde mich erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wo es dann eigentlich richtig losgeht. Bis dahin. Ciao, ciao.